Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch mal ein paar Money-Making-Methoden für Hypixel Skyblock vorstellen, welche ich so bis jetzt noch nicht auf meinem Kanal gezeigt habe. Fangen wir auch schon mit der ersten Money-Making-Methode an, welche es eigentlich schon länger gibt, aber dank eines kleinen Updates vor ein paar Wochen ist diese Methode nun deutlich effektiver. Die Rede ist von einer Kaktusfarm, denn vor einigen Wochen wurde in der Cobblestone Collection bei Stufe 9 der Hyper Furnace eingefügt, welcher viel schneller Sachen schmelzen kann als ein normaler Ofen. Und obwohl er die Sachen so schnell schmelzt, verbraucht der Hyper Furnace den Brennstoff genauso schnell wie ein normaler Ofen. Und gerade in Kombination mit einer Kaktusfarm kann man dann ordentlich viele Coins verdienen, wenn man eine Farm hat, die groß genug ist und man auch regelmäßig auf seiner Insel unterwegs ist, damit die Kaktusfarm auch arbeiten kann. Ich persönlich nutze momentan als Brennstoff in meiner Kaktusfarm Kohleblöcke, weil ich mich dann nur sehr selten um den Brennstoff für meine Farm kümmern muss. Weiter geht es mit einer Money-Making-Methode, welche bestimmt schon mal jeder gesehen hat, wenn er in einem Hub unterwegs war. Die Rede ist von bezahlten Splashes, denn viele Leute bieten ja mittlerweile Godpots mit 15 oder mehr verschiedenen Tränken für um die 100.000 Coins an. An sich sollten bei den Godpots immer diese 12 eingeblendeten Tränke dabei sein. Natürlich kann man auch noch Dodge oder True Resistance splashen oder noch die anderen Skill XP Tränke, nur muss man dann bedenken, dass man auch deutlich mehr Kosten für die Materialien hat. Wenn man jetzt aber nur einmal von den 12 wichtigsten Tränken ausgeht, bräuchte man jeweils 11 enchantete Redstone Lampen und Redstone Blöcke. Die meisten Materialien für die Tränke sind auch recht günstig, außer die enchantete Blaze Rod oder das enchantete Zuckerrohr, und da man bei einem Godpot auch noch alle Tränke mit dem Gebrauch herstellen sollte, fallen dort auch noch weitere Kosten an. Nach aktuellem Basarpreis kosten die Materialien dann für ein God Splash mit den 12 wichtigsten Tränken um die 2,3 Millionen Coins. Um dann mit dem Paid Splash auch noch Gewinn zu machen, sollte man bedenken, dass maximal 26 Leute in einen Mini-Hub passen. Und wenn man dann noch von jedem 100k verlangt, macht man so immerhin 200.000 Coins Gewinn, da man ja selber auch einen Platz in der Lobby einnimmt. An sich hört sich das jetzt nicht nach sonderlich viel Gewinn für den Aufwand an, aber man muss auch bedenken, dass man selber dann ja auch den Godpot hat. Und man muss ja auch nicht unbedingt alle Materialien teuer im Bazar kaufen, die man für seinen Splash benötigt. Man kann ja auch passende Minions aufstellen und schon hat man deutlich mehr Gewinn. Natürlich kann man auch mehr Coins von den Leuten verlangen, nur dauert es dann wahrscheinlich länger, bis genügend Leute in eurer Party sind. Bei der nächsten Money-Making-Methode nutzen wir mal wieder die Faulheit von anderen Spielern aus, denn man kann im Auktionshaus auch sehr gut Gewinne erzielen, wenn man verzauberte Bücher verkauft, welche alle wichtigen Verzauberungen haben, die man auf ein Schwert oder einen Bogen haben möchte. Um diese Money-Making-Methode zu machen, braucht ihr alle Collections, die nötig sind, um die passenden Bücher herzustellen. Ich habe euch dafür mal in der Infocard 2 Videos verlinkt, in denen ich euch zeige, welche Collections ihr für die jeweiligen Bücher braucht und wie ihr die Bücher dann am besten miteinander kombiniert. Die Kosten sind dabei recht überschaubar, denn bei einem Schwertbuch kann man mit knapp 50.000 Coins pro Buch rechnen, aber in den meisten Fällen kann man es im Auktionshaus für mindestens 500.000 Coins weiterverkaufen. Ein Bogenbuch ist natürlich günstiger in der Herstellung, da es beim Bogen nicht so viele Verzauberungen gibt, dafür bekommt man aber auch nicht so viel dafür im Auktionshaus. Wenn ihr selber ins Bücherbusiness einsteigen wollt, würde ich euch aber raten, dass ihr euch die Materialien so vorbereitet, dass ihr dann immer eine halbe Doppelkiste Max-Bücher habt, wenn ihr fertig seid. Die halbe Doppelkiste kommt zustande, da man zum Beispiel ja immer nur Sharpness 4 Bücher craften kann und am Ende das Buch ja mit Sharpness 5 verzaubert ist. Also macht man bei den Schwertbüchern beispielsweise für alle 15 Verzauberungen eine Doppelkiste voll mit den Büchern, die man craften kann, und dann geht es an das Kombinieren der Bücher zu dem Max-Buch. Ich persönlich habe mit dem Besorgen der Materialien und dem Kombinieren der Bücher für eine halbe Doppelkiste von Schwertbüchern etwa 2 Stunden benötigt, als ich diese Methode noch gemacht habe. Natürlich geht es bei den Bogenbüchern wieder deutlich schneller, da es dort gerade einmal 7 Verzauberungen gibt, die man kombinieren muss, und wer mag, kann diese Methode sogar verwenden, um vollständig verzauberte Spitzhacken herzustellen, die man dann auch weiterverkaufen kann. Die nächste Money-Making-Methode hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, und zwar kann man ziemlich gut Coins verdienen, wenn man neue Items nach einem Update verkauft. Das VForge Update und das Dungeon Update sind zwar schon ein paar Tage älter mittlerweile und man macht nicht mehr so extrem viel Gewinn wie nach den ersten paar Tagen, nachdem das Update rauskam, aber dennoch gibt es immer noch ein paar Items, mit denen man gut Gewinn machen kann. So kostet beispielsweise die luxuriöse Spule, welche man von der Brutmutter droppen kann im Auktionshaus, immer noch fast eine halbe Million Coins, obwohl man sich dafür nur von Spider-Stand zu Spider-Stand teleportieren muss, um zu gucken, ob die Brutmutter da ist, da man den Drop ja von ihr zu 100% bekommt. Bei Dungeons hingegen kann man mit den seltenen Sachen wie beispielsweise Adaptive Rüstungsteilen oder dem Recombulator so gut wie gar keinen Gewinn mehr machen. Aber einige der ultimativen Enchants sind immer noch relativ viel wert, wie beispielsweise Last Stand oder Ultimate Weiß,
für die man durchschnittlich 300.000 Coins im Auktionshaus bekommen kann. Und wenn man das Glück hat, dass man eine der Verzauberungen in einer 100k Kiste oder sogar in der Gratiskiste findet, hat sich das auch schon mal ziemlich gelohnt. Und wenn man dann ein halbwegs kompetentes Dungeon-Team hat, kann man auch einfach komplett durch den Dungeon durchrennen innerhalb von 5 Minuten und mindestens so viel clearen, dass man eine A-Bewertung bekommt, um möglichst in kurzer Zeit so viele Lootkisten wie möglich farmen zu können. Doch es gibt sogar noch eine weitere Möglichkeit, wie man momentan noch etwas Profit aus den Dungeon-Updates schlagen kann. Und zwar, indem man sich günstige Adaptive-Teile kauft und diese mit seinen überschüssigen Wither-Essenzen upgradet und dann die Teile weiterverkauft. Denn viele Leute sind selber zu faul, so viele Wither-Essenzen zu farmen, damit ihr Dungeon Gear 5 Sterne hat. Und deswegen bezahlen sie lieber etwas mehr dafür. Bei Undead-Essenzen lohnt sich das Ganze aber nicht, da man von denen einfach zu viele im Dungeon hinterhergeschmissen bekommt. Und damit kommen wir zur letzten Moneymaking-Methode für heute, die ich so noch nie jemanden machen sehen habe. Und zwar wollen wir bei der Methode versuchen, Profit mit Drachen zu machen. Aber dabei wollen wir uns nicht auf unser Loot-Glück verlassen, sondern wir wollen den Drachen so lange am Leben lassen, wie auch neue Crystal-Fragmente spawnen, welche etwa 25.000 Coins momentan wert sind. Soweit ich gehört habe, kann man den Drachen aber leider nicht beliebig lang am Leben lassen, da nach einiger Zeit keine Crystal Fragments mehr spawnen. Deswegen kann ich nicht zu 100% sagen, ob sich die Methode lohnt, aber auf jeden Fall macht man damit weniger Verlust, wenn man erstmal 10 Crystal Fragments farmt und dann erst den Protector Dragon tötet, von dem man gefragt wird. Das Problem an der Methode ist aber, dass man eine private Endlobby braucht, da ansonsten andere Spieler den Drachen zu schnell besiegen. Entweder man findet ein komplett leeres End oder man versucht mit seiner Gilde eine Endlobby komplett für sich zu beanspruchen. Und dann können einige Leute ja die Crystal Fragments farmen und alle anderen können entweder Zealots farmen oder normale Endermänner in der Hoffnung auf ein Pet. Und wer gar nichts im End machen will, kann sich auch auf eine andere Insel mit den AOTE teleportieren und dort angeln, um trotzdem den Platz in der Lobby für Randoms zu blockieren. Das waren dann auch schon alle Moneymaking-Methoden für dieses Video. Ich hoffe, es war die ein oder andere neue Moneymaking-Methode für euch dabei, die ihr nutzen könnt, um Coins in Hypixel Skyblock zu farmen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!